Jeden Tag ein neues Video auf diesem Kanal. Ja, das war mein großes Vorhaben vor rund 3 Monaten. Also irgendwann so rund um Weihnachten. Und ich wollte auch noch einen großen Roadtrip starten. Mit einem neuen Car-Camping-Setup für unseren Tesla. Ja, das Ding von Terraglide aus Neuseeland. Der Plan war also wie immer recht großzügig dimensioniert. Mein Zustand leider nicht. Nun, ihr fragt ganz sicherlich, was ist eigentlich daraus geworden? Und die ehrliche Antwort ist, leider nicht viel. Und das hatte seine Gründe. Was bei mir los war und wie es jetzt weitergehen soll, darum geht es heute bei einer neuen Folge von Ulf Unplugged. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe lange überlegt, ob dieses Video überhaupt sinnvoll ist. YouTube ist ja für jeden etwas anderes. Die einen wollen Unterhaltung, die anderen Tipps und Tricks und wieder andere schauen einfach gern ein bisschen in das Leben fremder Menschen. Entsprechend sind ja auch die Kanäle, die man hier findet. Und irgendwo dazwischen sitze dann offensichtlich ich mit Technik, Tricks und gelegentlich gefühlten Tiefdruckgebieten. Ja, mein Kanal war immer schon ein bisschen von allem. Viel Elektromobilität, Tesla, Technik, aber eben auch Roadtrips, Reise und eine gewisse Leidenschaft für Carcamping. Und gelegentlich war das Ganze auch noch mit einem Hauch Comedy garniert. Meistens dann, wenn Melinda und ich mal wieder über meine etwas spleenigen Hobbys diskutiert haben. Ich habe es tatsächlich getan. Ein Camping-Car-Kit fürs Tesla Model Y. Bestellt in Neuseeland. Heimlich. Und meine Frau Melinda wusste nichts davon. Ihr Kommentar? Blödsinnige Idee. Warum hatte ich damit fast gerechnet? Deswegen hast du mir auch nichts gesagt von deiner Bestellung, weil ich dich davon versucht hätte abzuhalten. Denn für sie ist ja schon lange klar. Weil du einfach kein Mensch bist, der im Auto schläft. Ja, aber dies Ding hier... Ja, macht's nicht besser. Es ist im Auto schlafen, machst du nicht. Viel zu viel Geld für nix und wieder nix. Auch das gehört ja irgendwie dann zum Gesamtpaket. Oder wenn man das etwas nüchterner formuliert, zu meinem ganz eigenen Unterhaltungsrisiko. Manchmal wurde es hier aber auch ernster. Immer dann, wenn es aufgrund meiner Depression mal nicht so richtig rund lief. Ich habe das nie so an die ganz große Glocke gehängt. Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, darüber zu sprechen. Nee, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß eben auch, dass das kein Thema ist, wegen dem man abends zu YouTube einschaltet, um mal schön abzuschalten. Ja, dafür gibt es wirklich geeignetere Abendprogramme. Sogar der Algorithmus ahnt das vermutlich. Und ehrlich gesagt, ich selbst will mich auch nicht mehr als nötig damit beschäftigen. Ich habe mit YouTube angefangen, um wieder mehr Spaß am Leben zu finden. Nicht um hier einen Seelenstriptease hinzulegen oder einen Psychokanal aufzumachen. Das wäre nicht nur für euch recht unerquicklich, sondern auf Dauer auch für mich eher mäßig cool. Andererseits, wenn man kurz vor Weihnachten ankündigt, im nächsten Monat jeden Tag ein Video zu veröffentlichen und dann schon zu Silvester Schluss macht, dann darf man sich vielleicht auch mal kurz erklären. Sonst wirkt das Ganze am Ende noch wie Performance-Kunst, was es aber leider nicht ist. Also, kein Seelenstriptease, aber ein kleiner persönlicher Einblick in das, was bei mir zum Jahreswechsel los war. Vorab ein wichtiger Hinweis. Ich erzähle hier meine persönliche Geschichte. Ich gebe keine ärztlichen Tipps, keine Ferndiagnosen. Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld, dann geht bitte zu einem Arzt. Ich habe das auch gemacht und das ist alles andere als ehrenrührig. Im Gegenteil. Das ist meistens klüger als nächtliches Herumgoogeln, wie bei mir mit dichten Nebenhöhlen und wachsender Weltuntergangsstimmung. Auch wenn man nachts natürlich kurz glaubt, man sei medizinisch schon fast habilitiert. Meine Vorgeschichte hatte ich an anderer Stelle schon einmal erzählt. Unter anderem in meiner Miniserie Raus aus dem Hamsterrad. Wer das noch einmal anschauen mag, kann sich gerne noch einmal durch mein Archiv klicken. Und auch im vergangenen Jahr lief es zunächst ganz ordentlich. Also jedenfalls bis Oktober. Also bis zu dem Moment, an dem mein persönliches Lieblingsgenre wieder begann. Der Herbst-Winter-Existenzialismus. Dann begann wieder diese dunkle Jahreszeit. Es wurde kälter, die Tage draußen wurden weniger und ich merkte relativ schnell, wir haben wieder diese Zeit des Jahres. Die Zeit, in der bei mir das Grübeln zurückkommt. Andere holen dann die Winterjacke raus. Ich offenbar zusätzlich noch die existenziellen Fragen. Sehr praktisch zu verstauen ist das allerdings nicht. Dann kommt bei mir meist eins zum anderen. Dunkelheit, Kälte, wenig frische Luft. Oft fängt es mit einer kleinen Erkältung an. Nichts Dramatisches, das Übliche halt, was Kinder ebenso aus der Schule mit nach Hause bringen. Bei mir kommen dann aber auch noch Allergie und Asthma dazu. Die Nebenhöhlen gehen zu und bleiben es gefühlt bis März.
Zwischendurch etwas Fieber, Weihnachtsstress obendrauf und damit ist die Mischung auch schon komplett. Also ein saisonales Gesamtpaket, das ich auch in diesem Jahr nicht aktiv bestellt hatte. Für andere ist das nichts Weltbewegendes. Bei mir fängt dann aber das Gedankenkarussell an. Wann wird das alles wieder besser? Wird es überhaupt besser? Und wie geht es generell weiter? Also jetzt, da ich Mitte 50 bin, ein paar Leiden mein eigen nenne und in Job und Privatleben einiges nicht gerade glasklar vor mir liegt. Es sind also nicht die Wochen, in denen man besonders federnd durchs Leben tänzelt. Also ich zumindest nicht. Dann liege ich nachts im Bett und grüble bis morgens um 7 und tagsüber bin ich dann entsprechend hundemüde und schlafe immer mal wieder ein. Für mich ist das leider nichts Neues. Neu war in diesem Winter aber etwas anderes. Etwas, das das Fass dann endgültig zum Überlaufen brachte, und zwar die Diagnose Schlafapnoe. Da dachte ich mir dann, ja, das ist super, da kommt ja pünktlich zum Jahreswechsel noch ein komplett neues Kapitel dazu. Die Schlafapnoe war eher ein Zufallsbefund. Wegen meiner verstopften Nasennebenhöhlen war ich schon vor längerer Zeit bei meiner HNO-Ärztin gewesen. Die hatte mich dann erstmal zum Lungenfacharzt geschickt. Von wegen Lungenfunktionstest, also das Standardprozedere. Das habe ich natürlich gemacht und soweit war zunächst alles okay. Da die Lungenärztin aber auch Schlafmedizinerin ist, habe ich ihr von meinem Schnarchen, meinem Einnicken am Tag, ja, und meiner Ratlosigkeit in der Nacht erzählt. Man möchte ja schließlich ein rundes Gesamtbild abgeben. Also bekam ich ein Messgerät mit nach Hause, das meinen Schlaf aufzeichnen sollte. Und schon am nächsten Tag war ziemlich klar, dass ich an einer Schlafapnoe leide. Kurz darauf wurde das nach 2 Nächten im Schlaflabor auch bestätigt. Ja, damit war das Thema dann leider offiziell eröffnet. Heißt konkret, ich habe im Schlaf Atemaussetzer. Meine Sauerstoffsättigung im Blut fällt dabei punktuell auf rund 80%, während 95 bis 100% normal wären. Mögliche Folgen können Schlaganfälle und Herzinfarkte sein. Das war also keine Diagnose, die ich besonders gern gehört habe. Vor allem nicht im Winter, wenn ich ohnehin schon mit Dunkelheit, verstopften Nebenhöhlen, Asthma und Grübeln kämpfe. Die Ärztin erklärte mir, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind und viele Fälle lange unerkannt bleiben. Einerseits hatte ich also Glück, dass das überhaupt erkannt wurde. Andererseits bekam ich damit auch die passende Therapie gleich präsentiert. Ja, ein solches CPAP-Gerät. Glück hat eben manchmal einen sehr speziellen Produktkatalog. Kurz gesagt, das Gerät erzeugt einen leichten Überdruck und leitet Luft über einen Schlauch und eine Maske in die Atemwege, damit diese halt offen bleiben. Und das klingt erst einmal vernünftig, also technisch sauber. Es klingt vor allem nach einer Lösung. Und ehe man sich versieht, steht also ein Techniker in der Tür und stellt einem dieses Ding auf den Nachttisch. Da merkt man dann, aha, das ist jetzt also mein neues Nachtleben. Ich hatte mir diesen Begriff zwar einmal anders vorgestellt, aber gut, man wird ja nicht jünger, halt nur kreativer im Umgang mit Enttäuschungen. Wer nun denkt, Maske auf und endlich wieder gut schlafen und frisch in den Tag starten, nee, so war das leider nicht. Denn es ist zum einen schon mal das Gefühl, dass man sich mit dieser Maske abends nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Männlichkeit bewegt. Das ist sicher nicht rational, aber genauso fühlt es sich in dem Moment halt an. Man setzt sich dieses Ding auf und denkt nicht unbedingt, wow, was für ein Triumph der Moderne. Eher willkommen im exklusiven Club der leicht ramponierten Nachtgestalten. Nur diese Mitgliedschaft hatte ich ja wahrlich nicht beantragt. Und wenn man sich mit dieser Maskenoptik dann halbwegs abgefunden hat, ja, dann beginnt der Spaß erst richtig. Dann liegt man da, der Luftdruck steigt langsam und plötzlich zieht ein feiner, kalter Luftstrom über die Wange, das Augenlid und die Augenbraue. Das klingt erstmal harmlos, ist es aber nicht. Also zumindest nicht, wenn man einschlafen will. Es ist erstaunlich, wie sehr ein winziger Luftzug nachts wach hält und die ganz großen Lebensfragen dann auslöst. Und wenn es dann doch mal klappt, kämpft man als Seitenschläfer mitten in der Nacht mit dem Schlauch, den man wieder irgendwo über dem Kopf sortieren muss, weil man sich ja gedreht hat. Das Ganze hat also nicht nur medizinische, sondern auch überraschend mechanische Aspekte. Ich war plötzlich Hauptdarsteller in einem sehr unerquicklich produzierten Technikdrama für Schlafzimmer. Mehr als 1,5 Stunden Schlaf am Stück hat bei mir damit anfangs kein einziges Mal geklappt. Danach habe ich mir das Ding dann wieder vom Kopf gerissen. Die Ärztin fand das naturgemäß nicht so ideal. 4 Stunden seien das Minimum, besser noch 6 bis 7.
Ich war davon ziemlich stabil entfernt. Wenn es um Verfehlung von Zielwerten geht, kann ich also durchaus sehr konsequent sein. So lag ich also dann nachts im Bett. Nebenhöhlen dicht, ohnehin schon Grübeln im Kopf und dann auch noch diese Maschine samt Maske, die einem das Leben nicht gerade leichter macht. Ich sage es, wie es ist, das war kein Spaß. Die Wochen seit Mitte Dezember haben sich bei mir nur noch ums Schlafen gedreht. Oder genauer gesagt, um den Mangel an Schlaf. Ständig war da die Sorge, nicht nur genug Schlaf zu bekommen, sondern vor allem nicht genug gesunden Schlaf. Und das alles, während einem dieses Teil aufs Augenlid bläst. Auch das ist eine Erfahrung, auf die ich im Rückblick gern verzichtet hätte. Es gibt elegantere Wege, sein Leben zu hinterfragen. Deutlich elegantere. Und genau in dieser Phase kam ich dann auf die Idee, jeden Tag ein Video zu drehen. Das war meine kleine Flucht nach vorn. Irgendwas machen, bloß nicht weiter grübeln. Rückblickend kann ich sagen, der Wille war da, der Rest eher nicht. Ja, das war natürlich ein Trugschluss. Die Lage war viel zu kompliziert und das habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt. Irgendwann habe ich mich diesem Gefühl der Ohnmacht dann einfach hingegeben. Dann soll es halt so geschehen. Hauptsache Ruhe. Hauptsache niemand will ständig etwas von mir. Einfach nur meine Gedanken und ich. Das war im Grunde mein einziges Ziel. Kein großer Lebensplan, ja eigentlich nur Notbetrieb. Dass das nicht gesund ist, wusste ich natürlich. Aber in diesem Moment war es mir schlichtweg egal. Das ist die Form von Depression, wie ich sie kenne. Nicht laut, nicht spektakulär, sondern eher wie ein zäher Nebel, der sich über alles legt und selbst kleine Dinge unnötig schwer macht. Man funktioniert irgendwie noch, aber eben auf eine Weise, die keinen Schönheitspreis gewinnt. Also habe ich auf Anraten meiner Hausärztin, ja und auch auf Wunsch von Melinda erneut eine Fachärztin aufgesucht und schließlich ein neues Medikament verschrieben bekommen. Leider kam fast zeitgleich auch noch eine neue Wintervirusinfektion dazu. Diesmal hatte ich plötzlich Pusteln am Körper. Und keiner konnte mir genau sagen, ob das nun am Virus lag, eine Folge des Infekts war oder vielleicht noch eine Reaktion auf die neue Maske, die ich zwischenzeitlich ebenfalls bekommen hatte. Also gab es auch dafür wieder ein neues Medikament. Es war insgesamt eine Phase, in der mein Körper sehr zuverlässig dafür sorgte, dass keine Langeweile aufkam. Man könnte auch sagen, das Abendprogramm war dicht. Diese neue Maske hat zumindest auf den ersten Blick einige Vorteile. Der Schlauch wird anders geführt, nämlich über den Kopf, sodass er sich besser mitdreht, wenn man sich nachts umdreht. Außerdem bin ich von einer großen Nasenmaske zu einer sogenannten Nasenpolstermaske gewechselt, die direkt auf den Nasenlöchern sitzt. Der Luftzug war damit zwar deutlich geringer, dafür drückten nun die Polster auf den Nasenrücken. Also wieder ein neues Problem. Aber gut, ich will euch mit meinen nächtlichen Maskenstudien auch nicht komplett in den Wahnsinn treiben. Da war ich allein, zeitweise schon gut genug beschäftigt. Halten wir so kurz fest. Winter, Kälte, Dunkelheit. Verschlossene Nebenhöhlen, Asthma, Allergien. Mehrere Virusinfekte mit Fieber. Dann auch noch die Schlafapnoe mit Druckluft, Maske und Schlaflosigkeit. Inklusive der Angst vor Schlaganfall und Herzinfarkt. Und das alles eingerahmt von Grübeln, depressiven Stimmungsschwankungen und einem Medikament, das auch noch Nebenwirkungen hat. Dass man da auf nichts mehr richtig Lust hat, erscheint mir nüchtern betrachtet ziemlich logisch. Es wäre fast schon verdächtig, wenn ich in dieser Phase plötzlich als Motivationscoach aufgetreten wäre. Also irgendwie alles ganz schlüssig und auch nachvollziehbar. Tja, und trotzdem stehe ich jetzt hier und nehme dieses Video auf. Tja, warum? Ganz einfach, es ist März und ich habe Winter, Kälte und Dunkelheit mal wieder überlebt. Ja, das meine ich genau so. Ein bisschen Sonne am Morgen und etwas höhere Temperaturen wirken bei mir jedes Jahr wie ein kleines Wunder. Ja, das ist verdächtig simpel, aber offenbar wirksam. Mein Organismus ist in solchen Dingen erfreulich leicht zu beeindrucken. Das spart immerhin an anderer Stelle Komplexität. Außerdem merke ich, dass das Medikament seinen Teil dazu beiträgt. Viele Probleme sind nach wie vor da, vor allem das Dilemma mit der Schlafapnoe. Aber ich gehe jetzt etwas gelassener damit um. Letzte Woche habe ich zum Beispiel einfach mal wieder 6 Stunden am Stück geschlafen. Ich will das nicht gleich überhöhen, aber in meiner aktuellen Lage war das fast schon ein Wellness-Programm mit Erlebnischarakter. Andere buchen dafür wahrscheinlich ein Retreat. Ich hatte einfach mal nur ein wenig Glück. Das alles ändert zwar nichts an meinem Gedankenkarussell rund um Alter, Job, Wohnraum, ja und die Maske im Bett. Aber ich sage mir inzwischen öfter, so what? Erstmal wieder ein bisschen Freude am Leben finden.
Eine große Philosophie ist das nicht, aber im Zweifel immer noch besser als nächtlicher Luftzug plus Weltendeutung. Und deshalb drehe ich jetzt dieses Video. Ich erkläre mich ein wenig, mir hilft das und vielleicht findet es ja auch der eine oder andere interessant. Ja, und danach will ich wieder Melinda auf den Wecker gehen und sie mit Carcamping, Vanlife und Roadtripping nerven. Blödsinnige Idee. Denn natürlich habe ich schon wieder neue, splinige Ideen für ein Leben auf der Straße entwickelt. Es wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn ich ausgerechnet jetzt plötzlich vernünftig würde. Nur so viel sei schon verraten, das Car-Camping-Set von Terraglide, das ich eigentlich verkaufen wollte, ist immer noch bei uns. Denn ich habe stattdessen ein Upgrade-Kit beim Hersteller in Neuseeland bestellt, in der festen Hoffnung, damit nun vielleicht doch das perfekte Setup gefunden zu haben. Ob das wirklich so ist, das muss ich noch zeigen. Aber das ist eine neue Geschichte fürs nächste Video. Und auch daran erkennt man, ganz verloren bin ich offenbar noch nicht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und setzt die Glocke. Ihr kennt das ja. Kostet nichts, hilft meinem Kanal und ihr verpasst keine neue Folge. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst hier bei Ulf Unplugged.